Hey, schauen wir doch direkt nochmal ein potenzielles Trash-Video, was aber nicht unbedingt ein Trash-Video sein muss. Und zwar Top 10 Most Expensive Aquarium Fish, also die 10 teuersten Aquariumfische. Über 1 Million Views von Reef Builders. Die Bewertung lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Nichtsdestotrotz, schauen wir rein. Vielleicht nehmen wir was mit. Ja. Im Übrigen sieht man ein bisschen in meinem Shirt, vor allem wenn die Kamera klein ist. Deswegen sagt man im Fernsehen immer, man soll nicht so viel, mit so viel Struktur, mit so viel Muster irgendwie so anziehen. Weil in klein sieht es zumindest bei mir in der Cam gerade so aus, als wäre das so ein bisschen so ein Flimmern mit drin. Naja gut, ich bin auch, wie ein teurer Aquariumfisch habe ich mein eigenes teures Muster mir heute zugelegt. 1 in den Chat, wenn ihr glaubt, das ist Trash. 2 in den Chat, wenn ihr glaubt, das ist gut. How's it going, everybody? Welcome to Reef Builders Video. I'm your host, Jake Adams. Chat ist 50-50. Der Chat ist und geht, lol, das Standbild. Der Chat geht genau wie ich unvoreingenommen ins Video. My first ever top 10 video is on the most expensive aquarium fish. Now, I could have made this list 50 fish long, but I've avoided talking about very rare fish, unusual fish, one-off hybrids, and things like that. You know, the very special fish that are one of a kind. So without further ado, here's my top 10 most expensive aquarium fish. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, er hat wohl nochmal er hat schon mal ein Video gemacht oder so, glaube ich. Ich habe jetzt auch gerade nur so mit halbem Ohr hingehört, wie Niki Lauda, sagt man, glaube ich. Das ist ein Kollege-Zitat. Er zeigt jetzt auch so Hybridfische und so weiter, die halt sehr, sehr selten sind. Also so spezielle, nicht nur die Art an sich, sondern dieser eine Fisch ist jetzt ein Sonderfall sozusagen und deswegen extrem teuer, glaube ich. Starting out at number 10. The feminine wrasse Den habe ich aber schon mal gesehen. is named after the female for its beautiful coloration, which Sieht sehr geil aus. consists of a bright yellow body, electric blue stripes that merge into a solid blue tail. Sehr geil This aus. fish ranges throughout the South Pacific from Australia to Easter Island, and the aquarium hobby it will generally cost you anywhere from $600 to $900, maybe upwards of $1,000. Also bis zu $1.000. Ist ein Lippfisch, oder? Ist ein Lippfisch. Ich bin erst ein Jahr in der Meerwasseraquaristik, aber vom Verhalten her würde mein stumpfsinniger Verstand behaupten, das ist ein Lippfisch, oder? Hat er wahrscheinlich sogar gerade gesagt, ne? There's not much to say about this fish. It's absolutely gorgeous, and it'll just knock you away. ist übel any schnell, kind of ey. reef aquarium environment. And if you've seen one of these fish before, Sehr aufgekratzt. Der Revi unter den Fischen. you definitely remember it. Number 9 on this list is the one and only candy basslet, Der sieht auch ziemlich geil aus. Leopropoma carmabi. The candy basslet comes Tut schon fast weh in den Augen. from the Caribbean and is most often found in the southern parts of the Caribbean. It has a preference for deep water habitats and likes to hide in and out of holes. So it's hard to catch because you have to dive deep and you have to know how to catch this fish. In the American aquarium market, this fish Also dafür muss man sehr tief tauchen, weil der auch in Höhlen lebt und anscheinend nicht so einfach zu fangen ist. Ist er deswegen vielleicht so teuer? generally costs Wahrscheinlich, about $1,000. Occasionally, you'll find a deal on one for $750 to $800. But in Asia, this fish is going to cost well north of $1,000. Also auch irgendwas um die 1000 grob kostet er. Sind Fischexperten von euch da draußen? Weil er hat auch jetzt wieder so diese schwarzen Flecken hier, ne? Und oft, also es gibt andere Fische, da wird gesagt, dass die quasi sowas wie Augen sein sollen, sodass er quasi so tut, als wären das seine Augen und die sind weiter auseinander und wirkt dann irgendwie größer oder kann so tun. Oder er tut so, als wäre das vorne, obwohl das hinten ist und er kann dann besser wegschwimmen oder ich weiß nicht mehr so genau. Weil mein Höhlenlippfisch, Vladi, der hat das auch. Der hat auch diese dunklen Flecken, die aussehen könnten wie Augen. Ist das immer so gemeint von der Natur mit dieser Optik? The feminine is wären's wrasse. Augen? It has this beautiful coloration with a bright yellow body and these brilliant purple stripes. Nennt man Mimikry und das dient zur Verwirrung der Feinde. Ist korrekt, okay. Aber so langsam müssen die Fische das dann auch mal gecheckt haben, wenn das jeder Zweite hat, oder? Number 8, most expensive aquarium fish. Bis jetzt hatte irgendwie gefühlt jeder Fisch so ein Electric Blue irgendwie ein bisschen mit drin, ne? Also der letzte jetzt ein bisschen weniger, aber irgendwie sehe ich da viel so
Ja, naja. Der sieht ein bisschen aus, als wäre er schlecht tätowiert um die Augen rum. is the conspic Und als hätte er einen leichten Überbiss. Ne, Unterbiss. Also unten über. angelfish, Chaetodontoplus conspicillatus. This is a very enigmatic fish that is mostly known off the east coast of Australia. And one thing that's really neat about this fish is it has what's called an inverted price structure. So the smaller the fish, the more expensive it is. Je kleiner der ist, desto teurer ist er. Theoretisch würde ich mir denken, ja, wenn er klein ist, dann lebt er ja auch noch länger. Und deswegen ist das irgendwie logisch. Man hat den dann halt länger und deswegen ist er teurer. Aber jetzt kommen wir wahrscheinlich zu irgendeinem anderen Kniff. And that's because smaller specimens adapt much better to aquarium life. Was? Also kleinere kann man besser in Aquarien integrieren. Also die nehmen besser Aquarien an, oder wie? Habe ich das richtig verstanden wieder? Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer mit dem Verständnis. Was ich krass finde, ist wirklich diese weiße Konturierung von dem Fisch. Generally will cost around $1,500 to $2,000 up to $5,000 for a small one. Also zwischen 1500, also 1500 und 2000 und sogar bis zu 5000, wenn es ein besonders kleiner ist. Krass. Number 7 is the Den habe ich schon mal gesehen. Den habe ich schon mal öfter gesehen. Oder vertue ich mich da? first surgeonfish on our list, the gem tang, Zebrasoma gemmatum. This is definitely a status symbol fish. The yellow tang is available widely in aquariums for about $50. Ah, okay. Also die Variante gibt es schon für $50, aber jetzt hat er wieder einen ganz speziellen gefunden, okay. A nicer version would be the Red Sea Purple Tang for $200. But if you want the ultimate surgeonfish, you've got to go with a gem tang. And the price of this fish is going to vary quite a bit depending on when. Aber den zeigen die jetzt nicht mehr leben, weil er keine Aufnahme davon hat, oder was? Oder ist das jetzt der? Oder ist das jetzt der für $50? You live. The gem tang comes from the Western Indian Ocean, which is much closer to Europe than it is to America. So in Europe, this fish might cost as little as 500 euros. Also in Europa gibt es diese Art von Fisch, weil der relativ nah an Europa dran ist. Anscheinend schon 500 nur. About $600 or $700. But in America, you're looking at about $1,500 to $2,000 for a single fish. Und Amerika bis zu 2000. Number 6 is the wrought iron butterfly fish. Der sieht auch cool aus, aber der sieht nicht teuer aus. Chaetodon didama from Japan is a gorgeous species of butterfly fish with a unique coloration from all other species. Der sieht schon cool aus. Generally, butterfly fish have a lightish, cream-colored body, but what makes the wrought iron butterfly fish so special is that it has this black wrought iron appearance that looks like obsidian scales edged in white. Also da jetzt auch wieder an sich ist der Fisch nicht teuer, aber in dieser Form, wo er diese weißen Nuancen da irgendwie drin hat, dann wieder schon. Ich habe mir den Fisch jetzt 5 Sekunden angeguckt und jetzt finde ich ihn wirkt dann doch wieder irgendwie ziemlich teuer. Aber ich weiß auch nicht immer, wie sehr man sich davon beeinflussen lässt, dass man weiß, dass der Fisch so teuer ist. Wahrscheinlich extrem. Aber irgendwie sieht er schon ziemlich cool aus. Das Krasse ist natürlich immer bei diesen Fischen, die sind ja immer Wildfänge, ne? Soweit ich weiß. Das heißt, sie werden ja nicht so gezüchtet wie bei den Nemos, die es dann auf einmal in ganz weiß gibt oder in ganz schwarz oder in orange und schwarz und weiß und weiß ich was nicht alles, sondern die musst du ja dann im Meer genau so in dieser Farbform finden, ne? Warum haben die dann Angst vor Augen? Das ist nämlich jetzt hier die große Frage. Aber es geht ja mehr anscheinend ums Verwirren. Aber da frage ich mich auch so ein bisschen, ja, der hat die Augen eigentlich gar nicht, also das sind eigentlich gar nicht die Augen, sondern die Augen sind da vorne, aber ja, dann beißen die daneben, weil die versuchen dann quasi ins Gesicht zu beißen. Weil es aber die Schwanzflosse ist er in dem Moment schon weg. Keine Ahnung. The reason this fish is in such high demand is because it's a hardy and a great aquarium fish. It's easy to keep, they have great personality, and outside of Japan, you might expect this fish to cost in the neighborhood of $2,000 to $2,500. Ich muss sagen, dass ich Standpunkt jetzt nicht so richtig verstehen kann. Nicht so richtig verstehen ist was anderes, sondern ich würde mir Standpunkt jetzt nicht so einen so teuren Fisch kaufen, weil... Jetzt muss ich kurz überlegen, wie man das jetzt relativiert. Weil ich habe nämlich gerade überlegt, bei Katzen oder so kann ich mir das schon vorstellen, die ich besonders schön finde, schöne Katzen zu kaufen. Aber bei so einem Fisch irgendwie nicht, weil der stirbt ja irgendwann und dann ist das Geld weg. Ja, okay, das ist jetzt bei Katzen und so weiter, aber natürlich das Gleiche. Aber ja, ich glaube, das Thema hat sich jetzt erstmal wieder gegessen. Ich überleg's mir nochmal. Weil die nämlich teuer sind. Danke, Chat. This fish is not rare because of status symbol or expensive because of that reason. It's just a beautiful, gorgeous fish, and simply not that many of them are shipped out of Japan. Ich dachte gerade, das ist ein reines Prestige-Ding. Aber dann ist mir aufgefallen, bei den Katzen und so sehe ich das gar nicht so. Aber bei den Fischen wirkt es, als wäre es Prestige. Aber wenn man sich jetzt einen besonders schönen Hund oder eine Katze oder so holt, dann hat das für mich nichts mit Prestige zu tun. Ich überlege nur gerade so ein bisschen, warum. Number 5 is the sunrise hogfish.
Bodianus sanguinus, is a striking species of hogfish that is endemic to the Hawaiian Islands. Boah, krass. What makes this fish particularly expensive is that it lives really deep. So divers Auch wieder ein Tiefseefisch. really have to risk their lives just to get to this fish, but once these fish are collected, it is well worth it. Was ich da jetzt mal wieder nicht verstehe, es ist jetzt ein ziemlich krasser Tiefseefisch anscheinend. Also da müssen die Taucher sich echt schon bemühen, überhaupt um so weit runterzukommen und so weiter und so fort. Hat er denn, wenn er so tief lebt, hat das doch einen Grund, oder hat das nicht irgendwas auch mit dem Wasserdruck zu tun? Also, ne, wenn man einen Tauchschein macht, dann lernt man ja auch, dass ziemlich schnell ziemlich viel Druck entsteht. Wie war das nochmal? Scheiße, ich hab's schon wieder beim Tauchschein, ich habe den kleinen, habe ich irgendwie vergessen. Ich glaube, nach einem Meter lastet schon so viel Druck auf einem, wie die restliche Atmosphäre eigentlich Druck erzeugt von Überwasser sozusagen. Das heißt, der ganze Druck auf dem Körper hat sich direkt dann verdoppelt. Ich glaube, das war nach einem Meter oder so. Das wird ja immer krasser. Hat das nicht auch was mit dem Fisch zu tun? Hat dieser Druck nicht auch was mit seinem Körper zu tun? Will der nicht auch weiterhin in so einem Druck? Oder muss der nicht weiter in so einem Druck leben? Offensichtlich ja nicht. Aber wie ist es auch mit dem Licht? Der lebt die ganze Zeit unten, wo nicht viel Licht ist. Jetzt packt man den Aquarium, wo offensichtlich viel Licht ist. Wirkt sich das nicht irgendwie aus? Spielt das nicht irgendwie eine Rolle bei dem Fisch? This hardy aquarium fish is suitable for a wide range of different aquarium environments. It eats all kinds of foods very readily, and it has this brilliant red body with a yellow stripe going straight across the dorsal. Also sieht super geil aus, finde ich. An average price for a sunrise hogfish might range between $2,500 and $3,500. Also bis zu 3.500 Euro. And that's a lot of money for a red fish with a yellow stripe. Das sieht super But geil aus. since there's only a few people in the world who are qualified to go diving very deep for this fish in Hawaii, the risk of their lives is reflected in the cost of the fish. Also man bezahlt quasi mit dem Risiko, den die Taucher da eingehen, so tief überhaupt zu tauchen. Und es gibt nur wenige Menschen, die überhaupt so tief tauchen dürfen, also eine Lizenz quasi dafür haben. Krass, den finde ich irgendwie, weiß nicht warum er bis jetzt am geilsten. Der sieht so anders aus als andere Fische irgendwie. Number 4 is the Clarion angelfish. So richtig, es geht ja immer um Angelfish, ne? Auch hier bei den Aquarium-Profis oder so, wie diese Serie da heißt. Da geht es auch viel immer um diese Angelfische, also diese Art von Fisch. Hatten wir auch gerade schon mal einen, ne? Irgendwie catcht nämlich nicht so krass auf den ersten Blick. Manchmal braucht es aber auch Zeit. Holocanthus clarionensis comes off the west coast of Mexico. Now, up until a few years ago, all of the specimens of this fish were wild caught, but Bali Aquarich in Indonesia has been very successful at producing a ton of these fish for the global aquarium market, but that has not really changed the cost of this fish. Like so many other species, smaller specimens tend to cost. Und habe ich das richtig verstanden, dass sie es geschafft haben, die zu züchten? Bali Aquarich in Indonesia has been very successful at producing a ton of these fish for the global aquarium market, but that has not really changed the cost of this fish. Also die haben es geschafft, diesen Fisch zu züchten, oder wie? Like so many other species, smaller specimens tend to cost more than their adult counterparts, and a captive bred specimen from Bali Aquarich will generally cost about $3,000 to $3,500 in America, and perhaps more in some other countries. Also auch um die 3.500. Number 3 die is kennen wir the doch. first freshwater fish on our list, the black diamond stingray. Die gibt's doch auch in einer ähnlichen Form grob im Süßwasser. Hailing from the Amazon River Basin of Brazil, this fish was virtually unavailable up until about 2008. The black diamond stingray is a special form of the Leopoldi species, and it is characterized. Ach, das sind die. Hat er gerade gesagt, das sind Süßwasserfische? Habe ich es komplett übersprungen? Is the first freshwater fish on our list, the black diamond stingray. Das ist der Süßwasserrochen, okay. The black diamond stingray is a special form of the Leopoldi species, and it is characterized by having a black body with white spots. Wieso hatte der so ein rotes Ding? Hat der einen Stopfen auf seinem Stachel? Generally, a small captive bred specimen of black diamond stingray might set you back about $3,000 to $5,000 depending on the quality. Bis zu and $5,000? upwards of $10,000 or more. That's right, $10,000 for a single fish. But
Bis zu $10.000? This species is considered rare by some in its native environment of Brazil, but thankfully most aquarium specimens are now captive bred. There's just something truly striking about the color combination of a black diamond stingray, and we really appreciate every time we get to see one. Hat er jetzt mal ernsthafter was aus seinem Stachel drauf? Ja, oder? Number 2 on the list Der sieht aber auch irgendwie anders aus, ne? Sieht ein bisschen aus wie eine tote Koralle hier oben. is the masked angelfish, Genicanthus personatus. Like the sunrise hogfish, it is endemic to the Hawaiian Schon wieder ein Islands. Angelfish. What makes this fish very expensive is that it is very high demand due to its beautiful bright white coloration. Boah, krass. And where it is legally collected, it occurs in very deep water, putting aquarium fish collectors at risk. Ich habe ein bisschen Probleme damit leider ihn zu verstehen, weil auch die Musik so leise ist und so laut ist. The angelic white coloration of these fish is unlike any other species of angelfish, and it's truly something to behold. These fish show a juvenile Lol, wieder echt durchs Rohr schwimmt. coloration with that white body and a black eye stripe, but as they mature, one specimen will turn into a male, and the males are also solid white, but with a brilliant yellow-orange dorsal and anal fin to frame its unusual face, which is also a bright yellow. Heißt die untere Flosse, die da auf Englisch wirklich Anal Fin? Male coloration, and I have yet to see Okay. a nice, large, captive-bred male Genicanthus personatus, but this is, again, one of those fish that is truly a sight to behold, and really thankful we got the chance to film them. Was ich verrückt finde, das sind so richtig krass teure Fische, weil jetzt ist die große Frage, der Rochen hat ja schon 10.000 gekostet, also bis zu 10.000. Jetzt die Frage, auch sowas hier um den Dreh? Also sind die auch so teuer? Weil die schwimmen dann in einfach so einem random Aquarium irgendwie rum. Und da kostet dann einer so 10.000 so. Das wäre irgendwie verrückt, wenn die Umgebung so aussehen würde. Ich meine, letztendlich ist das ja egal, aber es ist irgendwie so teure in so einem sehr basic gehaltenen Aquarium. Ist irgendwie verrückt. Aber was haben die jetzt eigentlich gekostet? The Ich habe gar nicht number zugehört. one most Was hat denn jetzt eigentlich gesagt, Chat? Was hat der jetzt eigentlich gekostet? Wir gucken schon mal beim Arowana rein und ihr sagt mir bitte, was er gekostet hat. expensive aquarium fish Ah, den kennen wir is ja. the red Asian arowana. Hailing from various parts of Southeast Asia and Indonesia, this fish is very threatened over much of its range. Der hat so riesige Schuppen. Sieht krass aus. Ja, da kommt es auch wieder ganz, ganz krass darauf an, was der für eine Farbe hat und so. Die kriegst du auch schon für 1.000 hinterhergeworfen. Aber die können auch, ja, ich glaube, unfassbar teuer sein. Je nachdem. Ich glaube, diese goldenen oder so sind so teuer, oder? Oder ist jetzt tatsächlich dieser rote hier? Ich glaube, rote sind auch teuer, ne? Thankfully, the most desirable aquarium specimens are all captive bred. The red coloration is one of many which has been domesticated, a strain of aquarium fish, and this specimen right here is not just any fish. This is the grand champion at the Aquarama Arowana competition from 2013. A captive bred red arowana. Hä, die schimmern so krass, ne? Jetzt ist er so rot oben so ein bisschen lila angehaucht. Und jetzt dreht er sich so weg. Jetzt ist hier so ein bisschen mehr Orange-Nuancen kommen raus. Hier oben ist sehr rosa. Und jetzt hier am Ende der Schuppen. $3,000 and up. Da sieht man jetzt nicht mehr so krass. Since this Aber der fish is the Grand Master, the Grand Champion, the big dog of the Arowana competition, it is virtually priceless because of its offspring will be in very high demand. Okay, der hat irgendwie 1000 Preise gewonnen und ist der Arowana, den es nur gibt, der Beste vom Besten, der Champion, der Mike Tyson der Arowana-Szene, der Elon Musk unter den, ihr wisst Bescheid, und anscheinend mehr oder weniger unverkäuflich. This fish might be worth upwards of $40,000, $50,000 or $100,000. $100,000. The real price of this fish is unknown. What is known is that this is an amazing fish, and when you get to see one, it is truly an experience. Da kann ich es auch wieder verstehen. Arowanas kann man auch züchten, oder? Das heißt, oder nicht? Also da könnte ich es dann halt wiederum verstehen, wenn du natürlich so eine Farbe hast, also eine Zeichnung, so eine Farbe und so weiter von so einem Fisch und den dann vermehren kannst, da kannst du natürlich dann auch wiederum Geld mit verdienen. Da könnte ich wieder verstehen, warum ist das so teuer? Ja, weil man kann Nachwuchs machen mit denen und die kann man dann wieder teuer verkaufen. Okay, verstehe ich. Aber bei den anderen Fischen, die dann einfach mit der Zeit wieder sterben, ne? Das ist dann, ja, dann sind halt diese 10.000 Euro halt nach 3, 4 Jahren oder 10 Jahren vielleicht auch dann halt weg. Ja gut, das war jetzt die Liste. Grundsätzlich fand ich es aber nicht schlecht. Die Musik hätte auf jeden Fall
einfach leiser sein können. Ich weiß auch nicht, ob das so, ja genau, alle sagen, die Hintergrundmusik war zu laut, deswegen ist es ein bisschen schlechter bewertet. Aber an sich fand ich es auf jeden Fall sehr interessant, vor allem, weil ich mich jetzt damit noch nicht so auseinandergesetzt habe, generell mit so teuren Fischen und so weiter. Dann ist es natürlich interessant mal zu sehen, ist jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht für mich ein Live-Goal, dass ich denke, boah, ich hätte auch mal gerne so einen richtig, richtig teuren Fisch. Aber trotzdem war es mal ganz interessant auf jeden Fall anzuschauen. Aber nächstes Mal ein bisschen die Musik leiser.